schon krass, das so zu sehen, dass daraus die Gitarre geworden ist. Ja. Also, was sind deine ersten Erinnerungen an das Grundstück von deinem Opa? Meine ersten Erinnerungen an das Grundstück, also es war mein Uropa, der hat hier gewohnt in dem Haus. Und was eine Erinnerung ist, die jetzt auch wieder in mir aufgelebt hat, als ich diese Aktion gemacht habe, war, dass wir zusammen da Heu gesenzt haben. Also die hatten halt so Tiere und dann bist du immer ganz früh morgens aufgestanden, so sagen wir um 4 Uhr. Und dann hast du so einen Tag vorher diese Sense gedengelt. Und da bin ich als Kind, bevor ich in die Schule bin, mit dem Opa an dieses Grundstück, wo, um was quasi diese Geschichte jetzt sich dreht, mit ihm Heusensen gegangen. Das war so meine erste Erinnerung. Und es war die Erinnerung, da waren halt Obstbäume. Also wir sind da immer rumgeräubert. Das war ein kleines Flüsschen. Da haben wir immer so unseren Spaß gehabt. Ja. Also immer schöne Erinnerungen, ja. Geil. Schon, ja. Wenn du hier als Kind aufwächst, dann hast du halt einen ganz krassen Bezug zur Natur. Und den habe ich heute noch. Also ich kann ja heute echt am liebsten irgendwo unterm Baum an irgendeinem See, fühle ich mich am meisten Mensch als sonst wo, ja. Kannst du da absteigen? Ich würde dir dann die Kamera halten, bis du dann einigermaßen safe bist und dann kommen wir darüber. Ja, an dem Balken vorbei. Das ist doch geil, Jan. Erzähl mal von den Bäumen, die dort standen. Ja, das war ja dann tatsächlich so, dass eines Tages die Gemeinde auf meine Urgroßeltern zukam, hat gemeint, wir machen jetzt eine Flussbegradigung. Das wird dann halt alles gerade gemacht, dass das Wasser besser ablaufen kann. Und da standen halt Erlenbäume, ja. Und die mussten gefällt werden. Und die haben wir dann quasi hier aufs Grundstück geschleppt bei uns. Und mein Opa, der auch so ein totaler Holzmensch war, der hat das aufsägen lassen. Ja. Also da war ich noch in der Schule, da war ich so 15, 16. Da war ich noch lange davon entfernt, irgendwie Gitarrenbauer zu werden. Aber mein Opa, dessen Namen ich auch trage, also ich heiße Nikola, so hieß er, ja, der hat mich eigentlich auch zu diesem handwerklichen Gitarrending gebracht. Nicht indem er gesagt hat, mach das mal, das macht Spaß, sondern indem ich ihm halt immer zugeschaut habe. Ja. Er war eigentlich Buchhalter und hat in seiner Freizeit Geigen restauriert. Die hat er vom Flohmarkt gekauft und dann bei uns im Gallus in Frankfurt auf dem Küchentisch so restauriert. Und ich habe das immer geliebt, diese Handbewegung, das war wie so Tanzen mit den Fingern und dem Werkzeug. Und das hat mich immer fasziniert. Das ist das, was so kleine Kinder auch haben. Und der ist sicherlich zum größten Teil dafür verantwortlich, dass ich einmal so ein Mensch bin, wie ich bin und auch, dass ich dieses Handwerk ausübe. Ja. Auf jeden Fall. Aber fällt mir gerade ein, kleine Side-Story, als es hier auf dem Grundstück als Rundholz noch lag, habe ich daraus eine Skulptur gehauen. Also wirklich mit bloßen Händen, mit einer Axt, einem stumpfen Steckbeitel und so einer schäbigen alten Motorsäge, die wirklich lebensgefährlich war. Und das habe ich gemacht, bevor ich überhaupt irgendwie einen Gedanken dran verschwendet habe, daraus ein Instrument zu machen. Ja. Wie bist du auf die Idee gekommen, aus diesem Holz dann ein Gitarre zu bauen? Also das war halt vor ungefähr 10 Jahren, da wollte ich mir eine Tele bauen, da habe ich noch aktiv Musik gemacht. Ja.
Da habe ich mich an das Holz erinnert und habe das von hier geholt. Und das Besondere ist, ich habe noch ein Stück 6 Millimeter starken Ahorn da drüber geleimt, so als optisches Schmankerl. Und als ich das dann bearbeitet habe, ist dann halt, also ich nenne sie Milady, das ist eine Dame mit einem Kleid erschienen. Ja? Und die ist jetzt auch ganz gut zu sehen. Also zumindest ich sehe sie und ganz viele Leute sehen sie, wenn sie da drauf gucken. Und ich meine, da kann, glaube ich, jeder verstehen, dass man so ein Instrument einfach nicht weggeben kann. Das ist so viel von mir. Wenn ich so eine Gitarre baue, sind das für mich eher so Kunstwerke. Und ich mache das auch immer nur, wenn ich in so einem Modus bin von Entspanntheit. Und das fühlt sich jetzt gut für mich an. Ansonsten mache ich ja Reparaturen. Aber es hat wirklich 4 Jahre gedauert. Und das Besondere ist auch, diese Gitarre habe ich in die USA geschickt. Die wurde in den USA lackiert. Ich hatte sie hier schon mal lackiert. Es hat mir nicht gefallen. Ich habe alles wieder abgeschliffen. Und so wie sie jetzt ist, so ist sie gut für mich. Ja. Also, oder das Stück Holz ist ja dann von Kroatien nach Deutschland, zwischendrin in den USA. Ja, stimmt. Jetzt, wo du es sagst, ja, krass, ja. Weit gereist, so wie hat die dann wieder ihren Weg so nach Kroatien gefunden. Ja, und dann, ich habe ja so einen kleinen Jeep, den habe ich mir umgebaut als so Campmobil, da schlafe ich drin, da habe ich eine Küche drin und so. Das ist, ich habe ja viele so Side-Projects, ja. Und da habe ich mir auch so eine eigene Stromerzeugung gebaut. Also quasi, ich kann autark mit diesem Auto bis zu einer Woche irgendwo stehen, ja. Jetzt werden sich viele fragen, wieso erzählt er das? Ja, macht schon Sinn, weil ich dann hier im Sommer meine Eltern besucht habe und ich laufe dann immer so unsere Grundstücke hier ab und da bin ich da halt hingelaufen und ich habe mir gedacht, diesmal bin ich ein bisschen länger weg, ich nehme mal eine Gitarre mit und ich nehme diesen kleinen, schönen Verstärker mit, der ist nicht groß, der passt gut in mein Auto und dann kann ich zu Hause oder irgendwo ein bisschen Musik machen. Das habe ich dann auch so gemacht und dann stand ich da unten und habe mir gedacht, hey Nick, das ist jetzt wirklich der Platz, der Ort, wo das Holz gewachsen ist für das Instrument, was du im Kofferraum deines Autos hast. Also da solltest du jetzt einfach mal ein bisschen Musik machen an der Stelle, wo der Baum stand, mit dem Instrument, was da eigentlich gewachsen ist, was da seinen Ursprung hat. Und dieser Verstärker war halt in dem Sinne absolut notwendig dafür. Also als ich den habe bauen lassen und als ich das hatte, hatte ich diesen Gedanken gar nicht. Ja, aber dann war das für mich sofort klar, so bam, autarke Stromerzeugung, weil da gibt es keinen Strom, das ist ein Feld. Ja, also habe ich quasi diesen Stromerzeuger dahingestellt, den Verstärker oben drauf und habe umgeben von gefühlt 5 Milliarden Mücken einfach ein bisschen Gitarre gespielt an dem Platz, wo die Gitarre entstanden ist. Auf dem Grundstück meiner Urgroßeltern, wo ich als Kind gespielt habe. Fühlt sich jetzt auch echt krass für mich an, so drüber zu quatschen, vor allem von der Kamera und an dem Ort, wo eigentlich so alles angefangen hat. Also hier habe ich dann auch, oder hier hat der Großvater auch immer die Sense geklöppelt, auf dem Stuhl, an dem Platz vor der Hütte. Hier stand mal so ein Pflaumenbaum, da waren so Hölzer dran. Und genauso habe ich das auch gemacht. Das war schon so ein Flashback zurück, ja. Also das war ein schöner Trip, so ein Seelentrip, ja. Und das war schon, als ich das dann fertig hatte, komplett zerstochen,
war das schon so irgendwie ein Gefühl, als hätte ich da jetzt, also nicht weil ich es bin, aber als hätte sich da irgendwas geschlossen. Als wäre jetzt hier eine Geschichte, die das muss man sich mal überlegen, vor 33 oder 35 Jahren angefangen hat mit dem Fällen dieser Bäume. Die ist jetzt rund geworden. Das war für mich dann so ein Gefühl, keine Ahnung, wie wenn du Abi machst oder deinen Gesellenbrief schwenken darfst und du hast bestanden oder so. Es war toll, also ein richtig gutes Gefühl. Das war das Gefühl das erste Mal und so richtig wurde es dann, ich bin danach ans Meer gefahren und saß da am Meer und dann habe ich mich an deinen Satz erinnert. Ja? Wir haben ja mal vor einem halben Jahr schon so ein Interview gemacht, bei mir oben in der Gitarrenbauwerkstatt in Frankfurt. Und da hast du mich gefragt, ja Nick, was ist denn dein größtes Projekt, was du bis jetzt gemacht hast? Habe ich so ein bisschen von der Frankfurt Historic erzählt, was auch ein Riesending für mich war. Aber ich saß dann da und für mich war sofort klar, dass das eigentlich das größte Ding war, was ich in meinem jetzigen Leben auf die Reihe gekriegt habe. Das mag jetzt für viele gar nicht so bombastisch erscheinen, aber für mich persönlich, also so ein Ding mache ich nicht mehr in diesem Leben. Also, weil einfach diese Zeitspanne so gewaltig ist und auch diese Gegebenheiten, die sich so ergeben haben mit dem Verstärker, dass der Bernd mir den gebaut hat. Das war ja alles nicht geplant. Und wenn ich was lieb in diesem Leben, dann sind das ungeplante Ereignisse, wo du dann einfach wie so vor irgendwas stehst, wo du dir denkst, wow, danke. Ja, ich glaube, das ist das, was das Leben irgendwie cool macht. Ja. Also für mich, ja, dass man es laufen lässt, dass man Dinge geschehen lässt, ohne zu wissen, was passiert. Ich meine, ich mache ja hier kein Kamikaze-Programm, also das ist ja nichts Lebensgefährliches, was ich mache. Ja. Und das ist dann auch immer wieder schön, weil es ja ständig passiert bei mir im Leben, auch mit der Frankfurt Historic Guitar, mit ganz vielen anderen Dingen, mit meinem Auto, mit Leuten, die ich kennenlerne, auch mit euch, wie ich einen Janni kennengelernt habe. Also wenn Janni nicht mutig gewesen wäre, würden wir heute hier nicht sitzen. Wenn ich nicht mutig gewesen wäre, diese Lehre angefangen hätte, würden wir heute hier nicht sitzen. Ja. Und ja, vielleicht kriegt man das Gefühl, wenn man das so sieht, und das wäre eigentlich mein Ziel, oder das würde ich mir wünschen, wenn Leute das sehen und sich denken, ich lass mal laufen, wird schon, ja, wird schon gut. Wir haben das damals, diese Häuser sind so konstruiert, dass du die abbaust und woanders wieder aufbaust. Ja, guck mal, ich meine, diese Geschichte, und ich bin jetzt auch wirklich keine 20 mehr, hat mich über die Hälfte meines Lebens begleitet, ohne dass ich es wusste. Also ohne dass ich es wusste, dass wir eines Tages jetzt hier sitzen und das jetzt so aufnehmen. 35 Jahre, ja. Das ist schon echt richtig krass, ja.